Wir hören einen Vortrag von Sabine Lichtenfels zum Thema Gemeinschaft, Liebe und Partnerschaft. Willkommen. Danke für die Worte meiner Vorrednerin. Man spürt sofort, man kann fast sagen, Gemeinschaft ist sowas wie ein Kochtopf, um die Themen, die sowieso da sind, schneller ins Bewusstsein zu bringen. Ich habe es aufgegeben, mich vorzubereiten. Ich werde einfach jetzt aus dem Vollen schöpfen zu diesem Thema, wo man eigentlich ein ganzes Studium für braucht. Aber ich möchte es umreißen. Ich möchte anfangen mit dieser Kernthematik noch einmal. Was ist überhaupt Gemeinschaft? Wir hatten gestern die Frage, was ist Friede? Und wir haben gemerkt, Friede ist auf jeden Fall was anderes als einfach das Weglassen von Krieg. Friede hat etwas zu tun mit einer Integration von allen Kräften des Lebens. Friede hat etwas damit zu tun, dass man Bereiche aufhört zu unterdrücken, sondern lernt, sie zu integrieren in einer Weise, dass eine Balance der Kraft entsteht. Und in dem Zusammenhang möchte ich einfach immer wieder darauf hinweisen, dass für mich Liebe, Sexualität und Gemeinschaft ein politisches Thema sind. Es ist unabhängig von der Frage, ob ich allein lebe, ob ich zölibatär lebe, ob ich monogam lebe, ob ich homosexuell lebe. Es ist eine Frage, wie sehr sind wir uns bewusst, dass es ein Krisengebiet in unseren Gesellschaften gibt, das sich um dieses Thema Liebe und Sexualität dreht und was sehr wenig Beachtung bekommt. Ich gehe mal davon aus, dass wir alle, so wahr wir Menschen sind und so wahr wir einen Leib haben, gemeinschaftliche Wesen sind. Es ist ein Urprinzip des Daseins. Wir sind Gemeinschaft, ob wir wollen oder nicht. Nur sind wir uns meistens darüber nicht mehr bewusst. Wenn man einmal nur für eine Minute hineinhorcht, alleine, dass ich jetzt hier sprechen kann, dass ich euch sehen kann, ist ein unglaubliches Wunder. Also ich habe mich nicht gemacht. Ich weiß nicht, wie das zustande kommt, dass ich jetzt den Arm hochheben kann und dann wieder nach unten tun. Irgendetwas scheint da ein Organisationsprinzip zu beinhalten, das diesen Organismus leben lässt. Das meine Augen sehen lässt, das mich hören lässt, riechen lässt, schmecken lässt. Und neben aller wissenschaftlichen Forschung kann ich immer nur mich verneigen vor diesem Wunder und sagen, ich bin ein Gemeinschaftsunternehmen. Wenn mein Herz plötzlich sagen würde, ich will aber so sein wie die Leber, würde wahrscheinlich mein Organismus auf der Stelle streiken. Wenn etwas in mir sagen würde, ich kann das alleine, ich halte jetzt die Luft an, würde wahrscheinlich mein Organismus streiken. Ich nenne dieses einfache Beispiel, um dieses Wunder der Schöpfung ins Bewusstsein zu bringen, dass wir von unserer Natur aus Gemeinschaftswesen sind. Und dieses Bild des Organismus übertragen auf den menschheitlichen Körper, dann ist es klar, dass dieses Prinzip des Vergleichs, der Konkurrenz, des mehr Gewinn machen wollens, was die Ökonomie betrifft, nicht funktionieren kann auf die Dauer. Es hat keine Überlebenskraft in sich. Es ist klar, dass ein Kernprinzip der Kooperation uns wahrscheinlich schneller zu unserem großen Ziel bringen wird, diesen Planet Erde als einen Heimatplaneten wirklich zu empfinden. Wenn ich von Gemeinschaft rede, dann rede ich von mehr als nur Gemeinschaft unter Menschen. Ich glaube, dass wir alle aus derselben Urmatrix stammen. Wir haben alle denselben DNS, denselben Code.
Und wir alle sind mitverantwortlich, was mit unseren Mitgeschöpfen geschieht, mit den Tieren, mit den Pflanzen, mit den Elementen. Und hier ist der Bewusstseinswechsel so elementar zu vollziehen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, die größte menschheitliche Wunde besteht darin, dass wir verlernt haben, in Gemeinschaft zu leben. Stellt euch vor, es würden sich wieder ganz normal dezentrale, autarke Gemeinschaften entwickeln, die in sich eine überschaubare Transparenz haben, die miteinander teilen. Könnte es dann Krieg geben? Würde es noch möglich sein, dass wir uns dermaßen regieren lassen? Und wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass alle unsere Gesellschaften, wir haben viel gehört darüber, per se Kriegsgesellschaften sind. Wir alle finden es selbstverständlich, dass es Verteidigungsministerien gibt. Jetzt gibt es in Deutschland große Debatten über Afghanistan und die Frage war, ist es sinnvoll, Soldaten dahin zu schicken? Wie viele Menschen mussten sterben? Und ich selber bin überzeugt davon, wenn wir uns wieder besinnen auf die gemeinschaftliche Urform des Lebens, dezentrale Formen des Lebens schaffen, dann werden Transparenz entstehen unter den Menschen, die diese Art von Beherrschbarkeit nicht mehr möglich machen. Und wenn wir dann hinschauen, dann werden wir merken, eigentlich gibt es genug Wissen in der Ökologie, es gibt genug Wissen in der Technologie, es gibt in allen Bereichen genügend Wissen für das Überleben, aber Gemeinschaft? Oh, da ist es dann schwierig. Da merken wir, ja, wie funktioniert denn das? Wir haben den Tempelhof hier gehört, für mich ein echtes Wunder. Also ich habe das selten gehört, dass eine Gemeinschaft in solcher Schnelligkeit es geschafft hat, solidarische Basisformen zu finden. Ich selber kann sagen, dass ich in meiner ganzen Erfahrung viele, viele Gemeinschaften besucht habe. Und woran scheitern sie am meisten? Fast immer ist das Krisengebiet Liebe und Sexualität. Wir in Tamera wären wahrscheinlich schneller, wenn wir dieses Thema nicht hätten. Wasserretentionslandschaft ist schnell anerkannt worden. Dass man solartechnologisch forschen muss, ist schnell anerkannt worden. Aber dass man in der Öffentlichkeit sagt, wir suchen nach neuen sozialen Strukturen, wo Friede möglich ist, wir suchen nach Formen in der Geschlechterbeziehung, die Friede möglich machen, das wird entweder belächelt oder bekämpft. Inzwischen kriegt es langsam Anerkennung. Ich nehme nur das Beispiel Makaku, wunderbare Sängerin, wunderbare Rednerin. Von Natur aus wäre sie sofort meine Freundin, ist sie auch. Man hat ganz schnell ganz viele Gespräche, Frauenfreundschaft. Jetzt wäre mein Partner hier im Raum, ein sehr attraktiver Mann. Auf einmal fällt sein Blick auf Makaku, auf ihre schönen blonden Haare, auf ihre schönen Brüste. Und man weiß, was im Raum geschieht, wenn das subtile Netzwerk des Eros wirkt. Darüber wird nicht gesprochen. Man stelle sich vor, man kann das jetzt transparent machen untereinander und mein Liebhaber könnte mir sagen, du, diese Frau, die macht mich verrückt. Man muss in den Meditationen nicht immer nur hier oben in das Chakra gehen. Man kann auch in das Sexualchakra gehen. Und stellt euch vor, was in diesen Kräften läuft, ist genauso heilig, genauso akzeptiert wie das, was hier oben im Bewusstsein erscheint. Und man ahnt, was an Konkurrenz, an Themen aufkommt, wenn man diese Themen wirklich in die Mitte trägt. Wir mussten die ersten Jahre, also mindestens die Hälfte des Tages, damit verbringen, dass wir soziale Formen entwickelt haben, wo man über diese Dinge kommunizieren konnte. Und wir spüren dann, wie tief in unserem Zellsystem die Angst ist. Wir sind verletzte Kinder im Bereich von Liebe und Sexualität. Wir sind alle geprägt von einem System, wo man Security-Denken hat. Wo man sagt, hier ist meine Schutz- und Trutzburg, mein Auto, mein Haus, meine Frau, mein Land. Und die Vorstellung, dass man das miteinander teilen kann,
ist ein tiefer Paradigmenwechsel. Wir merken dann, wie tief wir gesteuert sind von der Angst, Verlustangst. Und hier, meine ich, haben wir Bewusstseinsarbeit zu tun. Wie können wir dieses Paradigma ändern in eine Kraft des Vertrauens? Wir haben gestern gesagt, wir sind alle regiert von Angst. Wie kann diese Kraft sich drehen in Vertrauen? Und dann merken wir, dass wir fast alle aus einer Religionsgeschichte kommen, wo die Erde war eher das Jammertal, die Erde war die Hölle und da oben ist irgendwo ein Jenseits. Ich bin überzeugt davon, dass es unendlich viele Dimensionen gibt in diesem Planeten und ich bin so glücklich, dass ich hier auf der Erde sein darf. Wenn ich irgendwann gestorben bin, da oben, werde ich mich zurücksehnen nach diesem Paradies Erde. Und es ist ein Abenteuer zu sagen, ja, wir leben im Leib. Unsere Religionen haben irgendwie dem lieben Gott die Göttin weggenommen. Das muss ziemlich einsam sein. Und stellt euch vor, dass in Wirklichkeit fast immer Energien laufen zwischen männlichen und weiblichen Urkräften in der Schöpfung. Stellt euch vor, was für ein anderes Bild. Der liebe Gott und die liebe Göttin feiern ständig Hochzeit. Daraus kommen die vielen anderen Seelen. Und wir sind alle aus einer Einheit entstanden. Und in dieser Einheit entsteht eine Vielfalt und Komplexität, die tatsächlich Liebe miteinander teilen möchte. Und wenn ich dann das Gebot studiere, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann darf das doch nicht vor der sexuellen Tür Halt machen. Wir leben in einem System, wo die sexuelle Kraft nur hier in diesem Bereich erlaubt ist. Fast ist sie eingesperrt in einen Käfig. Und sobald sie sich öffnet, steht man da mit der Bratpfanne. Ich habe viele Seminare und wir lachen darüber, wenn wir aber wissen, wie viele Menschen im Moment aus Verzweiflung in der Liebe Selbstmord machen. Wir hatten im letzten Seminar eine Frau, die erzählt hat, wie ihre Schwester umgebracht wurde von ihrem Liebhaber. Danach hat er sich umgebracht. Was für eine wahnsinnige Tragik. Und wer denkt darüber nach, dass es vielleicht daran liegen könnte, dass wir Systeme geschaffen haben, die diesem Prinzip der Liebe nicht entsprechen. Du kannst nur treu sein, wenn du auch andere lieben darfst. Du kannst die ersehnte Partnerschaft erfüllen, wenn du drumherum eine Gemeinschaft hast, die dir mithilft, diesen Traum der Liebe zu verwirklichen. Wir wissen, dass wir alle an diesen Punkten Angststellen haben und ich möchte nicht ignorieren, dass Eifersucht eine Realität ist, dass Angst in der Liebe eine Realität ist. Wir können die nicht verleugnen, aber es ist die Frage, erkennen wir an, dass das Arbeit miteinander braucht und dass wir es heilen können. Ich würde sagen, Eifersucht gehört nicht zur Liebe. Trotzdem kann man sagen, ich bin eifersüchtig und ich suche nach einem Weg der Heilung. Wenn wir von freier Liebe sprechen, dann meine ich damit eine Art von Freiheit, die lernt, was es wirklich heißt zu lieben. Und die lernt, die Verantwortung anzunehmen für das, was wir lieben. Und in meiner Vision ist es irgendwann selbstverständlich, dass zum Beispiel eine Frau mehrere Männer lieben kann. Oder dass ein Mann mehrere Frauen lieben kann. Und dass man nach Hause kommen kann und glücklich sich erzählen kann, du, das war so schön. Wir merken, dass wir geprägt sind von einem Mangeldenken. Und dieses Mangeldenken möchte zurückkehren in ein Urvertrauen. Dazu brauchen Gott und Göttin wieder einen Platz. Dafür muss die erotische Wirklichkeit und die sexuelle Wirklichkeit als Heiligtum in das Zentrum einer Kultur gestellt werden. Und ich möchte nochmal dazu sagen, freie Liebe heißt nicht, wie viele uns das nachsagen, dass man Sexualität mit vielen Partnern haben soll. Das meint nichts von diesen Gesetzen, es meint einfach Wahrheit in der Liebe.
Und es meint Räume schaffen, wo wir transparent werden können in der Liebe. Und ich meine speziell, wenn wir in Krisengebiete gehen, dann geht es nicht darum, mit wehenden Fahnen andere irgendwelche Weltanschauungen zu bringen, sondern es geht darum, dass wir ein Wissen entwickeln über diese Bereiche, um wirklich Liebesschulen aufzubauen, dass junge Frauen lernen können, wie geht das in der Liebe, dass sie etwas wissen über Sexualität, statt schon schwanger dazustehen und dann sich zu überlegen, wer ist denn mein Partner? Es wäre normal, dass wir hier Ausbildung schaffen, damit man dann in Bewusstheit und Klarheit seine Partner wählen kann. Und ich bin in der glücklichen Lage, euch sagen zu können, ich lebe seit über 30 Jahren in Partnerschaft und die Öffnung, dass man wirklich sagt, wir möchten die Eifersucht überwinden, lässt die Liebe nicht weniger werden. Und den Eros schon gar nicht. Also ich würde sagen, Liebe ist nicht ein Stück Kuchen, was man aufteilt. Und Eros ist auch kein Stück Kuchen, wo man sagt, ein bisschen Energie und dann ist es alle. Sondern es geht um die Art von Wahrheit im Kontakt. Und dann merken wir, es ist eine unendliche Energiequelle, die uns befähigt, zu dem zu werden, wer wir eigentlich sind. Und dann kommt man in Situationen, da entscheidet man sich, ich muss zölibatär leben und trotzdem den Eros bejahen. Oder man kommt in Situationen und sagt, ich liebe nur diesen einen Mann und ich begehre auch nur diesen einen Mann. Und dann feiert man das zusammen. Und wenn dieser eine Mann dann plötzlich sagt, du, ich begehre noch eine andere Frau, dass man nicht denkt, ja dann muss man sich entscheiden, die oder die, sondern dass die Gemeinschaft ein Gefäß aufbaut, wo ein ganz neuer Raum des Vertrauens entstehen kann. Und aus Erfahrung kann ich sagen, der Eros wird nicht weniger, er wird mehr, weil man selbst zu einer Entscheidung kommen kann und sagt, ich verlasse nicht mehr, weil man irgendwie mehr weiß über den Weg in der Liebe und über den Weg in der Treue. Und wo man auf einmal mit Freude einer anderen Frau sagen kann, du, mein Liebhaber ist so schön im Bett. Wenn du einen Mann brauchst, ich kann ihn dir wärmstens empfehlen. Ich male das aus als Bilder der Zukunft, weil ich einfach meine, dass wir unsere Söhne nicht mehr in den Krieg ziehen lassen oder uns nicht mehr in Gesellschaftssysteme hineinbegeben, die wir nicht leben wollen, wenn wir wirklich an der Vision arbeiten können, wie entsteht Vertrauen und Wahrheit unter Menschen, ganz vor allem im Bereich von Liebe und Sexualität. Danke fürs Zuhören.